In einem aktuellen Auftrag für eine Datenbank, die ich für jemanden erstelle, war die Besonderheit eine relativ schwierige Konstellation der Daten. Und zwar sollen die Informationen Stammdaten, die Stammdatenlinie, also da geht es um irgendwelche Verkehrslinien, zusammengebracht werden mit den Unternehmern, die diese Linien bedienen. So, das funktioniert gar nicht, weil die beiden eigentlich so gar nichts miteinander zu tun haben. Aber weil ich die Tabellen und die Abfragen von Anfang an strukturell richtig perfekt aufgebaut habe, kann ich über andere Zusammenhänge Rückschlüsse ziehen, wie das zusammenpasst. Und zwar in dem Beispiel kann ich sagen, okay, ich habe ja die Zuordnungstabelle, also die M zu N-Variante von den Bündeln, also ein Bund hat immer mehrere Linien, also quasi wie so ein Blumenstrauß und halt Linien drin. Dieser Bund hat mehrere Linien und die treffen sich hier. Also weiß ich, in welchem Bund welche Linien sind. So, erster Schritt. Jetzt habe ich die Stammdateninformationen dieser Bündel, dieser Blumenstrauß. Und da kann ich sagen, okay, die werden ja einem Unternehmer zugeordnet. Und die Verbindungslinie habe ich ja auch. Also ein Blumenstrauß, Bündel und so wird einem Verkehrsunternehmer zugeordnet. Das heißt, ich habe diese Linie. Ich kann also eine Abfrage bilden. Ich schiebe das mal so ein bisschen zur Seite, dass man die Verbindung hier sieht. Ich kann eine Verbindung erstellen zwischen den Linien, die gar nichts mit den Verkehrsunternehmern zu tun haben, dadurch, dass ich in der Zuordnung Bündel-Linie die Linie mit dem Bündel zusammenbringe und das Bündel seinerseits hat ja ohnehin eine Verbindung zu den Verkehrsunternehmen. Also über die Leitung lässt sich das aufschlüsseln. Ich zeige mal gerade die Abfrage. Das wäre dann die hier. Man sieht, diese Stammdateninformation mit der Stammdateninformation legt den Weg über diese Leitung zurück, um festzustellen, welcher Unternehmer gehört zu welcher Linie. Wenn ich das umblättere, Datenblattansicht, sehe ich sogar einen Datensatz, also scheint zu funktionieren. Was ich genial fand, diese komplexe Geschichte über mehrere Zuordnungstabellen zu gehen, um auf Daten rückschließen zu können, die nichts miteinander zu tun haben. Schicke Nummer. Aktueller Auftrag. Und da habe ich natürlich wieder Spaß dabei, solche Probleme zu lösen. Andere machen Kreuzworträtsel, ich mache Assess-Abfragen. Nach dem aktuellen Video erlaube ich mir, dir nochmal darzustellen, wie viel Zeitersparnis ich mit meinem Expertenwissen in deine Unternehmung einbringen kann. Die Idee wäre, du würdest eine Datenbank entweder neu erstellen wollen oder überarbeiten oder neue Funktionen einbauen. Dazu brauchst du zwei große Zeitblöcke. Einerseits musst du dir das Wissen aneignen, um das zu können. Andererseits musst du es dann immer noch machen. Mal nicht mitgerechnet die Fehlerquote, wo man dann wieder vor und zurück muss und das Ganze dann noch weiter verlängert. Meine Idee wäre, dass ich mein Expertenwissen in deine Unternehmung einbringen kann, zum Beispiel im Bereich der Anwendungsentwicklung. Ich würde die Datenbank für dich erstellen oder eben umbauen oder erweitern, je nachdem, was du gerade als Lösungsansatz vorsiehst. Der Vorteil ist, durch mein Expertenwissen sparst du ungemein Zeit, weil ich alle Fehler quasi schon kenne, alle schon selbst gemacht und kann die bei der Erstellung deiner Datenbank natürlich vermeiden, sodass das Ganze sehr schnell und effizient geht. Und man muss eine Datenbank, die man neu macht, vorweg strukturell durchdenken, dass man da keine Strukturfehler macht. Denn wenn die Tabellenstrukturen und Verbindungen schon nicht stimmen, dann geht die Datenbank irgendwann so schief, dass man sie echt in die Tonne treten muss und neu anfangen muss. Das kann ich mit meinem Expertenwissen verhindern, indem ich frühzeitig die Strukturen der Datenbank prüfe und überdenke, dass genau das nicht passiert. Wenn du allerdings schon dabei bist und erstellst eine Datenbank, hast du bestimmte Ideen, dann können wir auch im Takt von 20 Minuten kurz mal über Teams zusammenschalten, um zu sehen, welche Problemstellung du hast, um einen Lösungsansatz zu finden, wo du dann danach einfach wieder weitermachst, weil du ja das Gesamtkonzept kennst und eigentlich nur diese kleine Hürde überwinden musstest. Da bietet sich eben diese 20 Minuten Expertenzeit an, um da mal kurz drauf zu gucken und dann geht es ja wieder zügig weiter. Wenn du dir keine Zeit nehmen wolltest, während der Arbeitszeit könnten wir nach Dienst, also üblicherweise so ab 18 Uhr, einen Workshop bilden, bei dem wir genau deine Probleme ansprechen, also deine Themen in deinem Tempo, eventuell noch mit 2, 3 anderen Leuten zusammen, die sich für den Workshop einfinden, also dass man dann
mehrere Lösungen finden kann, an die man an dem Abend so bei deiner Datenbank vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Also der innovative Raum, der sich da bietet, der ist dann erheblich groß und wir können schnell tolle Lösungen für deine Datenbank finden. Würde die Problemstellung allerdings etwas größer sein, kann ich dir anbieten, dass wir einen 1:1 Workshop, also über einen normalen Workshop-Tag, 9 bis 16:30 Uhr, durchführen, wo wir genau deine Themen in deinem Tempo besprechen und eben nur deine Themen. Im Vergleich zu einer normalen Schulung hat das den Vorteil, dass das Ganze drumherum, was da so geliefert wird, dieser Beifang an Informationen, der dich für deine Datenbank gar nicht interessiert, eben nicht mitgeliefert wird, sondern nur punktgenau das, was du gerade für deine Datenbank brauchst und was für dich eine Lösung und einen Vorteil darstellt. Und hättest du eine größere Mannschaft, die diese Datenbank-Informationen oder das Expertenwissen auch haben wollte, könnte man einen Workshop-Tag für mehrere Personen machen, wo wir quasi im Rahmen einer Schulung das Ganze bespricht. Hier ist natürlich auch vorteilhaft, dass wir die Informationen oder die Themen vorher absprechen, dass sie genau zu deinen Lösungsansätzen passen oder deiner Datenbank. Je nachdem, was die für Leistungsmerkmale hat, sind da ja unterschiedliche Strukturen und so weiter erforderlich. Also ein Workshop für mehrere Personen, bis zu 8 Personen, bietet sich an, wenn mehrere Leute an deinen Datenbanken arbeiten und wir Innovationen und Lösungen für viele generieren wollten. Diese Thematik des Datenbankstarts, also welche Tabellen wie verbunden werden und wie das genau aufgebaut sein soll, ist mir so wichtig. Da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht. Also wie man Tabellen erstellt, wie man die miteinander verknüpft, dass diese Grundstruktur, quasi das Fundament der Datenbank, einmal sauber gelegt werden kann und darauf basierend die Datenbank relativ unproblematisch erstellt werden kann. Also wenn die Struktur der Tabellen und der Verknüpfungen stimmt, ist die Datenbank üblicherweise unkaputtbar. Also Fehler, die man später machen würde, kann man dann relativ einfach korrigieren, weil die Struktur der Tabellen stimmt. Da biete ich ein Lernvideo an, relativ günstig. Das kannst du dir mal angucken, wenn du dich bei einer neuen Datenbank überhaupt mal auf den Weg machst. Da sparst du dir schon mal 100 Fehlversuche, die du machen würdest, wenn du die Information nicht hättest. Und ein noch spezialisierteres Lernvideo habe ich gemacht, wo ich darstelle, wie man Excel-Tabellen mit der Access-Datenbank verknüpft und die Excel-Tabelle automatisch ausgelesen wird, wenn die Datenbank sich öffnet. Das ist ein interessantes Thema, weil üblicherweise bei vielen Datenbanken die Daten von außen, von anderen Systemen kommen. Die legen die dann in Excel-Tabellen ab und die Datenbank müsste die Daten aufnehmen und in interne Tabelle spielen. Das sollte aber alles automatisch gehen, das sollte nicht der Anwender machen. Und da habe ich auch ein Lernvideo gemacht, um darzustellen, wie das geht, weil größte Wahrscheinlichkeit, dass man genau diesen Lösungsansatz braucht. Und hier nochmal die Gesamtübersicht inklusive QR-Code, wie man auf meine Shop-Seite, auf meine Internetseite kommt, um diese Leistungen anzuschauen. Falls du dich dafür entscheiden wolltest, kann man das alles über die QR-Codes hier zu sehen erreichen. Und du könntest dir überlegen, wie weit es für dich sinnvoll ist, die beiden Blöcke der Zeitersparnis zu realisieren, dass du schnelle Access-Datenbanklösungen hast mit relativ wenig Aufwand, weil das Expertenwissen bringe ich ein und wenn ich es mache, geht es schneller, wie wenn du das erstellst, weil du ja quasi deine normale Unternehmung im Hinterkopf hast, also Umsatz und Leistungserstellung, das sind ja alles viel wichtigere Sachen. Da kannst du dich dann quasi voll drauf konzentrieren, während ich deine Lösungen in Access generiere.